Ich kenne nur 3 Wörter auf Hebräisch. Shalom, das bedeutet so viel wie Friede oder Hallo. Mazel Tov, das bedeutet viel Glück. Und Merkava, das bedeutet Streitwagen. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, wir sprechen heute genau über diesen Streitwagen aus israelischer Produktion, den Main Battle Tank der IDF, der Israel Defense Forces. Aber heute nicht wirklich aus israelischer Produktion, sondern aus polnischer Produktion. Wir sprechen nämlich heute über den Merkava von Kobi, die 2621 in Kooperation mit dem Deutschen Panzermuseum. Da habe ich mir dieses Set auch bestellt und nochmal ein paar Panzerkekse, ein T-Shirt und ein bisschen Schokolade. Die Schokolade, die ihr kennt vielleicht aus den EPA-Paketen. Und das Deutsche Panzermuseum hat freundlicherweise mir noch ein paar Regenponchos und ein paar Postkarten mit Ausstellungsunikaten beigelegt. Finde ich richtig cool. Deutsches Panzermuseum in Munster müsst ihr unbedingt mal besuchen. Sollte auch alles mittlerweile wieder wegen den Corona-Beschränkungen gehen. Dazu aber später mehr. Wir schauen uns jetzt den Inhalt und den Karton einmal genauer an hier auf meinem Bautisch. Ja, Freunde, da haben wir die 2621 825 Steinchen schwer im Maßstab 1:35 auf meinem Bautisch liegen aus der Armed Forces Serie in Kooperation mit dem Deutschen Panzermuseum in Munster, den Merkava Mark I bzw. II. Auf den ersten Blick schon schön zu sehen, ganz viele Drucke. Es gibt ja bei den neuesten Kobi-Sets keine Sticker. Warum, weshalb wir hier so ein paar Klappen sehen, zeige ich euch jetzt hier auf der Rückseite. Denn der Merkava hat den Motor vorne und hier seht ihr das Original, diese Lüftungsklappen der Abgasanlage. Ja, Freunde, 1:35 habe ich euch gesagt. Hier sehen wir die Klappe vom Motor, also vorne können wir hier aufmachen, die Luken, wir können das Geschütz bewegen und den Turm drehen. Die Fakten seht ihr gleich, bevor es in den Speedbild geht. Viel wichtiger ist aber jetzt zu wissen, was sich in dem Karton befindet, meine Freunde. Ja, da liegt die Bauanleitung im guten DIN A4-Format hier auf den Karton. Wir sehen wieder, das Set ist ab 10 Jahre, traurige Zwiebel, Captain Planet, ein Mann, der Blitze verschießt, ein Löwe und so weiter und so fort. Design ähnlich wie der Karton. Und hier steht es ganz groß, Pad printed und printed auch noch in die EU. Also keine Sticker und die Anleitung und der ganze Druckkram wurde in der Europäischen Union gedruckt. Kobi-Anleitungen für die Leute, die nicht wissen, wie eine Kobi-Anleitung funktioniert. Wir sehen hier die erste Bautüte, die liegt auch hier. Da finden wir alle Steine, Inhalt dieser Tütengruppe 1. Verschiedene Slopes und Wedges und so weiter haben verschiedene Winkel und die werden hier mit A, B, C, D, E, F angezeigt. Was wir bauen ist farblich, was gebaut wurde ist farbentsättigt. Wir haben 3 Bautüten. Und bis wir fertig sind, brauchen wir 124 Bausteps, Bauschritte verteilt auf diese 3 Tüten. Da seht ihr es, der letzte Bauschritt ist farblich den Turm auf die Wanne zu drücken. Ja, Freunde, und die letzten Seiten sind dann immer so ein bisschen, ja, die Teile, die wir verbaut haben, immer interessant und ein bisschen Werbung, was alles so kommt, was es alles schon mal so gab. Ach, einiges davon gab es bei mir schon auf dem Kanal, einiges wird noch folgen. Schaut euch mal oben auf dem i meine Kobi Playlist an. Freunde, aber schaut euch auch auf jeden Fall jetzt den Speedbild an. Da gibt es nämlich einige interessante Fakten zu diesem sehr, sehr technischen Fahrzeug. Sehr, sehr interessant. Ich wiederhole mich da gerne. Viel Spaß jetzt. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Merkava. So heißt der Panzer nämlich richtig, so wird er originär ausgesprochen. Entschuldigung an alle hebräisch sprechenden und verstehenden Zuhörer da draußen. Ich werde euch einen Text vorstellen von Thomas Deutsch, den ich natürlich unten in der Infobox euch verlinke. Den zweiten Teil von diesem Text gibt es aber dann, wenn ich euch ziemlich zeitnah den ersten Merkava von Kobi vorstelle, nämlich die 2607. Und dann werden wir auch das aktuelle Modell mit dem alten, den Vorgänger, einmal vergleichen. Euch jetzt viel Spaß bei meinen Infos zum Merkava. Der Merkava, der aus dem Hebräischen übersetzt Kampfwagen heißt,
war die erste eigene Kampfpanzerentwicklung Israels. Davor kaufte Israel seine Kampfpanzer wie nahezu alle seine Kriegstechnik in westlichen Ländern wie Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika ein. So befanden sich Mitte der 60er Jahre noch viele Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel der Sherman, oder unmittelbare Nachkriegszeit, der Centurion, der M48 oder der AMX-13 aus Frankreich, in den Beständen der Armee. Trotz vielfältiger Verbesserungen, die von israelischen Ingenieuren beispielsweise an der Elektronik und der Bewaffnung vorgenommen wurden, drohte die Panzerflotte hoffnungslos zu veralten und die Lieferung moderner Waffensysteme war für die nahe Zukunft nicht in Aussicht. Als aber die Briten im Jahre 1966 für die Entwicklung ihres Chieftain-Panzers dringend Investoren suchten, sahen die Israelis ihre Gelegenheit, einen neuen, schlagkräftigen Kampfpanzer in großen Stückzahlen einführen zu können und noch wertvolle Erfahrungen im Bau- und Kampfpanzerwesen zu bekommen. Diese technischen Erfahrungen flossen zweifellos in den späteren Bau des Merkava ein. Denn Großbritannien sah sich nach Bekanntwerden der israelischen Beteiligung an dem jüngsten Krieg im Nahen Osten 1967 großer Kritik und sogar Boykottdrohungen aus dem arabischen Raum ausgesetzt. Zum Wohl der arabisch-britischen Beziehung stellte man die Zusammenarbeit darauf ein und in Israel reifte der Gedanke, das Panzerproblem mit einer Eigenentwicklung zu lösen. Das Projekt begann kurz nach dem Jom-Kippur-Krieg 1973 und kam mit der Vorstellung des Prototypen 1977 zu einem vorläufigen Höhepunkt. Das Resultat: Der Standardkampfpanzer Israels der nächsten Jahrzehnte besaß einerseits bewährte Komponenten und überraschte andererseits mit seiner untypischen Konstruktion, die sich bis heute bewährte. Für die Konstruktion des Merkava wurde eine Reihe von Bauteilen verwendet, die schon in den ausländischen Importpanzern eingebaut waren. So besaßen die Merkava, die ersten Baureihen, die gleiche 105 mm Kanone, die bei fast allen Panzern der Israelis eingebaut war. Das Triebwerk und das Getriebe bestanden größtenteils aus weiterentwickelten Komponenten der Centurion, M48 und M60. Die israelischen Bemühungen waren also durchaus bodenständig und man wollte die relativ unerfahrene eigene Industrie nicht mit allzu schwierigen Forderungen unter Druck setzen. Zudem verkürzte sich somit die Entwicklungszeit und die Entwicklungskosten blieben niedrig. Trotzdem wäre die Behauptung, Israel entwickelte einen Panzer, indem man die besten Teile aus den eingesetzten Modellen in einer neuen Hülle zusammensetzte, grundlegend falsch. Denn das israelische Militär lehnte eine bloße Kopie westlicher Modelle ab und man forderte einen Kampfpanzer, der insbesondere für die geografischen Besonderheiten der Region und für die eigene Kampfdoktrin geeignet war. Die neue israelische Militärdoktrin basierte vor allem auf den gewonnenen 6-Tage- und Jom-Kippur-Krieg und den damit erkämpften Gebietspuffer zwischen den arabischen Staaten und dem israelischen Mutterland. Die damaligen Stellungen wurden ausgebaut und die Kampfpanzer in die Abwehrstellungen sinnvoll integriert. Das führte zur Ansicht, dass der Merkava in Zukunft primär defensive Aufgaben aus vorbereiteten Stellungen heraus wahrnehmen sollte. Der Kampf aus den Rampenstellungen exponiert insbesondere die Turmvorderfront. Deswegen der Turm stark gepanzert ist und eine Form ausweist, die möglichst viele schräge Flächen besitzt und Spitzen nach vorn zuläuft. Der Kampfausstellungen und die klimatischen Bedingungen der Halbwüsten im Nahen Osten ermöglichten auch eine hohe Masse des Merkava. Während die Schnelligkeit und Wendigkeit wichtige Kriterien der Kampfpanzer der NATO und des Warschauer Paktes waren, setzten die Israelis mehr auf eine umfangreiche und damit schwere Panzerung. Dies führte allerdings zu einer umfänglichen Untermotorisierung des Merkava, die erst in späteren Versionen überwunden wurde. Zum Schutz der Besatzung wurde der Motor und das Getriebe in den Bug eingebaut und dient somit als zusätzliche Panzerung. Als Folge konnte der Turm weiter zurückgesetzt werden und im Heck wurde ein relativ großer Kampfraum mit einer Heckluke gewonnen, der sich im Kampf aus Stellungen heraus bewährte. Denn über ihn konnte der Panzer einerseits ummunitioniert werden, was viel einfacher und schneller ging als über die Turmluken, und andererseits konnte die Turmbesatzung einen angeschossenen Panzer geschützt über die Heckluke verlassen.
Der Kampfraum war vielfältig einsetzbar und in ihm konnten bis zu 85 Granaten für die Kanone sowie 10 Infanteristen oder 6 verwundete Soldaten auf Tragen befördert werden. Diese Klappen seht ihr auch gleich beim Review dieses kleinen Modells. Freunde, das war Ende von Teil 1. Freut euch dann auf Teil 2 der Infos von Herrn Thomas Deutsch, wenn ich euch, wie gesagt, den 2607 vorstelle. Aber jetzt viel Spaß beim Review der neuesten Neuheit aus dem Hause Kobi. Zwei Stunden später, aus polnischer Produktion, steht er da, unser israelischer Streitwagen, der Merkava Mark I, Mark II. Ein tolles Set, es hat mir wirklich Spaß gemacht zu bauen. Natürlich sind Panzer keine tolle Geschichten, aber ich möchte nochmal betonen, wie ich es in letzter Zeit immer sage, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Und das hier ist ein gut gelungenes Stück Klemmbaustein-Modelltechnik. Ich zeige euch das Fahrzeug mal genau, natürlich hier die Farbe, genau wie das Original im Deutschen Panzermuseum in Munster. Man sieht hier vorne schon die Klappe für den Motorraum, den wir gebaut haben. Ihr habt es im Speedbild gesehen. Wir sehen hier diese neuen Formteile, also beziehungsweise nicht Formteile, ist falsches böses Wort. Diese neuen Fliesen, die kannte ich vorher noch nicht. Korrigiert mich bitte, wenn ich da vielleicht ein Modell übersehen habe. Wir sehen die vielen Drucke. Wir sehen diese typischen Ketten hier hinten an dem Kasten. Die gefallen mir richtig gut. Und wenn ihr vorhin bei der Faktenzeit genau zugehört habt, sehen wir hier auch die Luken. Und leider auch schon hier eine Stressmarke, das ist nämlich ein Schwachpunkt des Sets. Und dann hier wieder die Seite, da haben wir weniger Prints, dafür aber hier so einen roten Stein. Wofür diese roten Markierungen generell sind bei den israelischen Panzern, vielleicht wisst ihr da mehr, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Hier vorne auch die Drucke und die Markierungen genau wie beim Original. Ich verlinke euch ja das Video von Herrn Ratz vom Deutschen Panzermuseum in Munster. Da könnt ihr euch die ganzen Fakten, die ich euch erzählt habe, nochmal in besser anhören und kontrollieren, ob der Onkel hier auch die Wahrheit gesagt hat. Schauen wir uns mal an. Hier hinten die Heckklappen, die fand ich nämlich wirklich cool. Schön gebaut. Hier ist auch wirklich Platz drin. Da seht ihr es, also schön Tiefe angedeutet. Wir haben hier hinten Kettenglieder in diesen Kobi C-Claims. Leider hat sich hier eine beim Reindrücken verabschiedet, so ein bisschen, also eine Stressmarke, das gefällt mir nicht. Generell muss ich sagen, ich hatte auch ein, zwei Steinchen, wo Kobi noch Gussreste dran hatte. Das finde ich echt schade. Was ich aber gut finde, sind natürlich hier die Drucke. Da oben auch eine große Plate. Wir haben hier die Luken, die wir aufmachen können, wo wir auch wirklich Figürchen drauf noppen könnten, weil wir da Noppen haben. Das ist nicht bei allen Kobi-Panzern so. Hier das gleiche. Jetzt brauche ich nur Fingernägel. So, da auch. Passt. Wir haben hier vorne schön diese optischen Geschichten, also gerade hier dieses blaue Transclear und das normale Transclear finde ich richtig gut, aber Highlight für mich ein bisschen ist diese Luke, die finde ich schön gemacht, nämlich ein ganz normales 2x2er Teil, dass wir fast wie eine originale Panzerluke so wegdrehen können, nur nicht wie hier angedeutet nach da, sondern nach hier. Was aber blöde ist schon, ihr seht es, wenn ich jetzt ein großer Klemmbaustein-Influencer wäre, könnte ich sagen, das Ding ist bunt von innen, kotzt weg, buh. Ihr seht diesen grünen Stein durchschimmern. Das Set hat innen drin ja einige grüne Steine. Ich zeige es euch mal hier, dann kann man es nochmal besser sehen. Und da kann man natürlich jetzt schimpfen. Mir ist es Latte, weil ich diese Klappe kaum aufmache, weil er zugebaut ist. Das Set ist eines der ersten Sets mit dieser Farbe, deswegen werde ich es nicht schlachten, weil ich gar nicht wüsste wofür. Ganz im Gegenteil, ich würde mir höchstens das Ding noch einmal bauen und dann vielleicht diesen Transporter, den Nahmeer, glaube ich, so heißt er, rausbauen. Und dann wäre der Unterbau nochmal das gleiche. Also diese grünen Steinchen stören mich hier nicht. Natürlich dürfen trotzdem alle anderen gerne schimpfen. Das ist ihr gutes Recht. Verschiedene Meinungen machen das Leben erst schön bunt. Ja, und dann natürlich hier vorne die gebaute Motorhaube. Wir sehen auch hier diese Panzerung, diese Wulst. Können wir hier aufmachen. So, wir ziehen das so an uns ran. Und dann sehen wir hier den gebauten Motor, finde ich schön, mit diesen 2x2er Round Tiles bedruckt und diesen silbernen, ja, einmal 1er und diesen C-Clamps wieder. Und auch da hinten können wir sehen, das Grün schimmert so ein bisschen durch. Ja, meine Güte. Wie gesagt, ich hätte ein reißerisches Thumbnail machen können, ich hätte groß schimpfen können. Mich stört es aber nicht, Freunde. Mich stört es nicht, auch wenn Kobi hier so ein bisschen Wortbruch begangen hat. Wobei, sie haben ja gesagt, sie lassen das Bunte raus. Nur grüne Steine zu dem restlichen hier finde ich jetzt nicht unbedingt bunt. Ja, und dann dieser spitz zu laufende Turm.
Mir gefällt's. Also ein tolles Modell, was das Original gut widerspiegelt, vor allen Dingen auch hier diese Ketten. Ich knüpfe nicht gerne Ketten und gerade diese kleinen nicht. Ne? Bei Schiffen ist das ganz schwierig, bei Kobi, aber es macht einfach das, was es soll. Es zeigt nämlich den Merkava, und genauso ist er auch. Der hat hinten diese Ketten, hat sogar teilweise solche Stahlkugeln noch dran, sieht immer hinten aus wie so ein Ritter, der seinen Morgenstern da schwingt. Mir gefällt das Fahrzeug. Ja, Freunde, was meint ihr? Schreibt mir das mal bitte unten in die Kommentarspalte hier von unten. Und ja, es gibt jetzt noch mal ein paar Bilder, noch einen kleinen Text und dann schauen wir uns zu den Abschlussworten noch einmal in die Augen, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, ich bin euch noch schuldig zu erzählen, wann dieses Set vorgestellt wurde. Das Datum findet ihr ja immer, wenn ihr den Karton vor euch liegen habt, rechts in der Kartoninnenseite. Und bei mir war das der 28.02.2022. Heute haben wir den 24.03. Es hat also einen Monat gebraucht, bis es über den Umweg vom Deutschen Panzermuseum bei mir angekommen ist. Freunde, ihr findet unten in der Videobeschreibung meine Infoquellen und auch noch einen 15% Rabattgutschein für buildingbricks.de, falls ihr euch auch Kobi zulegen wollt. Ja, Freunde, da sind wir am Ende des Videos angelangt, aber eigentlich ist das ja nur der erste Teil. Der zweite Teil zum Vorgänger, der 2607, folgt ja demnächst hier auf meinem Kanal und dann werden wir die beiden mal vergleichen. Was ich schon mal sagen kann, ich glaube, dass 2607 nicht so bunt ist von innen. Dieser kleine Seitenhieb Richtung Frankfurt muss sein. Ja, Freunde, eins bin ich euch noch schuldig, den Fahrtest. Und ich finde, er fährt relativ gut auf mein Vlies hier. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil mein Bauflies eine natürliche Bremsfalle für diese Kettenglieder sind. Und Kettenknüpfen ist bei diesem Fahrzeug ja eh so ein bisschen mäh, weil hinten und dann diese mittleren Ketten, die knüpfe ich nicht gerne. Was aber ganz schön ist, dass uns Kobi hier wieder ein paar übergelassen hat. Wir haben 3 mittlere Kettenglieder und auch 3 kleine Kettenglieder sowie ein Bolzen und ein Aufnoppgerät über. Für 50 € finde ich das ganz okay. Bin hier vom Preis ganz zufrieden, gehe ich mit d'accord, da wir ja hier auch das Deutsche Panzermuseum in Munster mit unterstützen und ich habe mir ja noch ein bisschen was dazu bestellt. Es gab von mir noch lecker Panzerschokolade und ein paar Panzerkekse, ihr kennt sie, die brennen mit Schuhcreme, noch dazu. Dann hat sich die Bestellung auch gelohnt und ich finde so Museen, gerade wenn es hier um dieses Hobby der Militarier geht, kann man immer unterstützen und die Arbeit, die das Deutsche Panzermuseum macht, sowieso alles andere als kriegsverherrlichend. Deswegen unbedingt da mal vorbeischauen und da kriegt ihr richtig Fakten. Da bin ich nur ein kleiner Schuljunge gegen. In diesem Sinne, passend zum Schuljunge sein, machen wir jetzt nämlich Schul aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch oder schöne Nacht, wie auch immer. Bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.